Bildschirm können wir ausmachen. So, Mikrofon ist an. Hast du beide drauf? Es geht nämlich eher um den Bus. Ich habe euch beide drauf. Okay. Herzlich willkommen zu diesem Video auf unserem Kanal. Schön fürs Einschalten. Herzlich willkommen zu diesem Video auf unserem Kanal. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute zeige ich euch mal mein privates Fahrzeug. Was man hier bisher immer so auf dem Kanal gesehen hat, war eigentlich rein gewerblicher Natur. Alles Dinge oder Fahrzeuge, die im Handel mit drin waren. Und hier wollte ich euch einfach mal meinen privaten VW T3 Synchro zeigen, welchen ich jetzt seit ungefähr 2 Jahren fahre und in der Zeit auch umgebaut habe zum Westfalia Camper. An alle, die schon ein bisschen tiefer in der Materie drinstecken, was so ein T3 betrifft, wundert euch bitte nicht, wenn ich das Fahrzeug ein bisschen mehr basic erkläre. Das bedeutet, dass sich hier auch Leute wohlfühlen bzw. einen Einblick bekommen, die sich noch gar nicht mit den Autos auskennen, die sich eventuell überlegen, einen 4x4 Allradler zuzulegen und gerade so ein bisschen auf der Ideenfindungsphase sind, wie groß ihr Fahrzeug eigentlich sein soll, was es für ein Fahrzeug sein soll, in Richtung Geländewagen, Bus oder ja diese Kastenwagen Sprintergröße. Dann ist man hier auf jeden Fall ganz gut aufgehoben, wenn man sich mal über den T3 informieren will. In der Camper-Version sowohl als Allrad, wie wir ihn hier stehen haben, aber auch als Westfalia Camper 2WD und dergleichen. Bevor wir ins Eingemachte gehen, erstmal ein paar Infos zu dem Wagen, wie er denn eigentlich ausgeliefert wurde. Ausgeliefert wurde er hier in dieser zweifarbigen Lackierung. Das hellere heißt Monaco Blau, das dunklere Blau nennt sich... habe ich gerade nicht im Kopf, blende ich hier im Bildrand ein. Als 14 Zoll Synchro ab Werk mit der Vorderachs- und Hinterachssperre. Innen sah das Auto dann so aus, dass es dieses blau-blaue Interieur hatte. Das bedeutet, was meine ich mit blau-blau? Blau als Außenfarbe generell und blau auch innen. Das heißt, da waren diese blauen Gitterpunkt Velour Pilotensitze drinne, sowie der blaue Teppich, blaue Türverkleidungen. Und so habe ich das Fahrzeug auch vor 2 Jahren erworben. Und all das, was man jetzt in dem Video sehen wird, abweichend von dem Werkszustand, habe ich in das Fahrzeug hineingebaut, sozusagen umgerüstet, dass das so ein bisschen mehr meinen privaten Vorstellungen entspricht von dem, was ich eigentlich fahren möchte. Und das werde ich euch jetzt hier in dem Video vorstellen. Technisch bleibt noch zu sagen, dass das Fahrzeug vor 70.000 Kilometern noch beim Vorbesitzer bei der Busschmiede umgebaut wurde auf einen AAZ-Motor mit 1,9 Litern. Das ist ein reiner Turbodieselmotor, welcher ab Werk 75 PS leistet. In dieser Kombination mit verstärkten Einspritzdüsen, JX Turbo und JX Einspritzpumpe leistet der Wagen so gute 90 PS. In dem Zuge wurden dann damals auch vor ca. 70.000 Kilometern gleich die Getriebe mit überholt. Das ist alles schon zig Jahre her. Das Auto wurde auch schon mal restauriert und durchgeschweißt, auch schon über 10 Jahre her. Denn das hat mal einem Geschäftsmann aus Kassel gehört, der diesen Wagen, also nicht so wie er jetzt hier steht, sondern damals noch als normale Tintop Caravelle GL nach Namibia exportiert ist und dort ist das Fahrzeug ungefähr 10 Jahre in Betrieb gewesen, bevor er ihn dann wieder mit nach Deutschland genommen hat. Ein paar Bilder blende ich währenddessen hier ein. So viel zur Historie des Wagens und das macht auch wahrscheinlich mit den Unterschied aus, dass der sehr lange in dem trockenen Wüstenklima lief, denn die Karosserie ist wirklich super gerade, super schön erhalten, hat so gut wie gar keinen Rost. Auch der Unterboden ist schick. Auch dazu blende ich hier immer mal wieder ein paar Sachen ein, während ich spreche. Das ist grob zum Fahrzeug zu sagen. Ich würde sagen, wir gehen mal rüber, machen mal das Aufstelldach auf. Ich zeige euch den Wagen von innen. Wir setzen uns mal rein, so dass man einfach einen schönen Einblick, eine schöne Roomtour vom kompletten Fahrzeug bekommt. Ich mache das so frei Schnauze, hoffe, dass ich die wichtigsten Erkenntnisse, wichtigsten Dinge zeige. Und ich würde sagen, wir starten einfach mal damit, dass wir hier die Tür aufmachen und mal einen Blick aufs Cockpit werfen, wie wir den Wagen so umgebaut haben und wie er jetzt aussieht. Man kann erkennen, dass im Vergleich zu normalen Caravelle GL war das Armaturenbrett schwarz, alles war blau und es wurde dann im Zuge meines Besitzes hier umgebaut mit Hilfe von California Interieurteilen auf eine komplett graue Innenausstattung mit grauen Teppich, graue Türpappen. Ja, ich finde, das gibt einfach einen richtig schönen Kontrast zum Blau. Alles, was in dem Bus schon ab Werk schwarz war, also alle Kurbeln, Fenster, Armaturenbrett, Lenkrad und so weiter, wurde dann wieder mit übernommen, weil das harmoniert natürlich auch perfekt damit. Dann ist der Bus auch noch ausgestattet mit 2x Drehsitzkonsolen, die waren vorher auch nicht drin. So schaut es dann aus. Dann schauen wir auch mal ins
Cockpit, fahrerseitig hinein, wie dieses Fahrzeug aussieht. Auch hier konnte ich zum Teil schöne Verkleidungen aus dem Ex-California finden. Wir haben ein Cockpit mit Drehzahlmesser an Bord, schwarzes Lederlenkrad. Wie anfangs erwähnt, ist das Fahrzeug ausgestattet mit beiden Sperren vorne und hinten und wurde im Zuge der letzten Jahrzehnte auch irgendwann noch mit dem zuschaltbaren Allrad ausgestattet. Ganz besonders froh war ich darüber, ein paar richtig schöne Isringhausen Integralsitze zu finden im passenden Multivan-Muster, wie die Rückbank hinten auch sein wird. Da werden wir jetzt mal nach hinten schwenken, schauen uns mal hinten die Campingausstattung an. Unsere Kühlbox, die könnte man einmal ignorieren, aber sonst wurden hier auch hellgraue Westfalia-Möbel verwendet aus der Mosaik-Reihe von Westfalia. Das bedeutet, hier habe ich für die Möbel keinen Schlachter hergenommen, sondern habe die Westfalia Mosaikmöbel gesucht. Die wurden damals hergestellt als Nachrüstsätze, um Camper damit auszubauen. Unterschied zu den Campern ab Werk, also California, Club Joker und sowas, ist, dass die Küchenzeile leicht verändert ist, dass die Bank eine andere ist, einfach weil das alles so konzipiert wurde, dass man es in einem normalen Kastenwagen reinbauen kann. Wenn wir jetzt mal ein bisschen reinhalten, sieht man zum Beispiel an dem Heckschrank, dass der hier die Wölbung hat, damit es direkt ins Dach eingepasst werden kann. Denn ab Werk haben die Dächer hier eine Platte drin, die weiter tiefer kommt und komplett gerade ist, weil dann oben der Bettaufbau ist. Und hier ist der Heckschrank so angepasst, dass man den direkt in den Tip-Top-Dach mit kleinem Dachausschnitt, dazu kommen wir gleich noch, einpassen kann. Auch der Kleiderschrank ist eigentlich so wie ab Werk, aber oben ein Stück kürzer. Hier sieht man das. Bei Westfalia-Fahrzeugen ab Werk schließt er da oben ab und der hat jetzt noch so eine kleine Lücke da drin. Dieser Sitzkasten hier hat hier auch noch so Seitenteile. Das ist auch noch ein bisschen anders als ab Werk. Da sitzt er ein bisschen weiter hinten drinne und schließt dann hier ab. Und dieser ist ein bisschen anders konzipiert. Der steht für sich selber, hat einen eigenen Kasten. Ist natürlich aber trotzdem mit der Karosserie verbunden. Der Küchenschrank ist auch ein bisschen schmaler bei den Westfalia Mosaikmöbeln. Aber die Einpassung für den Kühlschrank, die ist eigentlich dieselbe. Man büßt ein bisschen Platz ein hier bei der Schublade. Und bei dem Schränkchen, das hier ist dann die Vorrichtung eigentlich für die Gasflasche. Und hier oben, das nochmal auf. Und hier oben wäre dann eigentlich noch eine kleine Spüle, sowie ein zweiflammiger Gasherd, den wir aber rausgenommen haben, da wir mit Kartuschen kochen und den Rest eigentlich immer draußen in der Schüssel abgewaschen haben und sowas. Und sonst, was haben wir noch? Ich habe einen kleinen Laptop-Halter nachgerüstet, in dem man dann irgendwie ein bisschen Netflix schauen kann. Da hinten ist die kleine Schaltzentrale für die Lampe, für die Musikanlage, für hier drinnen, sowohl bei der Fahrt als auch, wenn man sich einfach in dem Fahrzeug aufhält. Und ja, so sieht das dann aus. Das Bettchen lässt sich wunderschön ganz einfach ausklappen. Wenn man dann die hintere Matratze ein bisschen zurechtzuppelt, hat man dann schon seine komplette Liegefläche von ungefähr 1,90 mal 1,15. So sieht das dann aus. So, dann machen wir mal das Dach fertig auf. Das hatte ich gerade schon einmal gelöst. Ich mache es nochmal ganz runter. Das hat hier in der Mitte nur eine kleine Verriegelung. Die ist zu betätigen mit beiden Händen. Dann kann man es hochdrücken. Und schon hat man gleich ein ganz anderes Raumgefühl von innen. Das zeige ich euch gleich noch. So sieht das Auto dann fast im campfertigen Zustand aus. Wir haben gerade das Bett hochgeklappt. Wir haben das Dach aufgestellt. Das heißt, man kann jetzt an der Küche stehen. Kommt mal mit rein. Dann zeige ich euch das. Versuche mal ein bisschen mehr Weitwinkel reinzumachen. Okay. Und auch hier hat man nicht das Aufstelldach ab Werk, sondern ich habe das Westfalia Mosaikdach gewählt. Es hat einfach den großen Grund, dass man nicht in der Statik des Daches rumschneidet, wenn man das Dach nachrüstet, sondern man schneidet zwischen den beiden Traversen von B- und C-Säule oben im Dach einen Ausschnitt rein. Man nimmt also nur das Blech vom Dach heraus und kann dann diesen Verstärkungsrahmen einsetzen bzw. einnieten
und man hat dann wesentlich weniger Aufriss. Ab Werk ist das Dach nämlich von hier vorne bis nach ganz hinten einmal ausgeschnitten und mit einer geraden Platte belegt, um mehr Platz im Aufstelldach zu haben und um eine etwas größere Bettfläche zu haben. Weitaus genug Platz zum Schlafen. Das ist der Zustand, wie das Bett geklappt werden muss, wenn man das Dach zuklappt. Und jetzt zeige ich nochmal hier den Zustand, wie es aussieht, wenn man jetzt da drin pennen möchte. Da steigt man dann einmal hier unten auf die Ecke oder auf die Küchenzeile. Dann robbt man sich hier hoch und dann hat man auch ungefähr 1,10 Meter mal 1,90 Meter Liegefläche hier oben. Wie gesagt, das ist der Zustand, wenn man jetzt einfach über einen Tag Zeit im Bus verbringt, dann hat man noch mehr Platz, sich hier zu bewegen. Das wäre ja dann auch noch eingeklappt. Und mit den beiden Drehsitzkonsolen hier lassen sich dann die Sitze in den Innenraum drehen. Und somit kann man mit 4 Personen, diesem Schwenktisch und noch einem nachrüstbaren Schwenktisch da, wunderbar in diesem Fahrzeug sitzen. Und man hat ein wirklich tolles Raumgefühl. Deswegen hocke ich mich jetzt nochmal hier hinten vorne rein und zeige mal, wie das dann aus der Perspektive der gedrehten Sitze aussehen würde. Man hat ein schönes Raumgefühl nach oben. Und wenn die Bank dann wieder umgeklappt ist, kann man dann wunderbar sitzen. Ja, auch hier war es viel Arbeit und viel Zeit, die ins Land gegangen ist, die passenden Ersatzteile zu finden. Gerade diese Schiebetürabdeckung als auch dieses Gewürzregal sind schwer zu beschaffen und auch nicht ganz günstig. Dann teilweise konnte ich mir sogar noch mit New Old Stock Teilen helfen. Zum Beispiel diese Verkleidung hier ist für einen Californier und noch komplett unbenutzt. Genauso auch diese. Und das trägt dann eben dazu bei, dass das Auto alles in allem meiner Meinung nach ein wirklich schönes Gesamtbild abgibt. Und ja, so viel zum Interieur des Campingbusses. Ich schnapp mir mal mein Mikrofon wieder. Was bleibt noch zu sagen? Ich würde sagen, wir schauen noch mal hinten rein. Das Dach kann so stehen bleiben. Vielleicht lupfe ich euch noch mal einmal kurz den Motor an. Mit anlupfen meine ich, dass ich das hier alles hochhebe und mal kurz die Motorklappe anhebe. Dann kann man da mal reinschauen, dass man es wenigstens einmal ganz kurz gesehen hat, wie so ein Turbodiesel da drin schlummert. Dann möchte ich noch 1, 2 Sachen zum Turbodiesel selber loswerden. So sieht das aus. Kein gewaschener Motor. Ich möchte ihn auch nicht waschen. Ist ein Arbeitstier, ist wirklich super eingestellt, springt super an, läuft super kultiviert. Das ganze Ding hier wiegt leer, glaube ich, 2,5 oder 2,6 Tonnen und das Auto verbraucht maximal im geladenen Zustand, wenn noch mehr drin ist, 10 Liter. So fahre ich ihn ungefähr bei 9 Litern. Das mache ich gleich noch richtig zu. Ich bin lieber bei diesem Motor als bei einem TDI-Motor. Es gibt natürlich viele Glaubensfragen. Da möchte ich gar keine Diskussion lostreten. Ich habe das Auto mit diesem Motor gekauft, habe nur den Zahnriemen neu gemacht, habe ihm einen schönen Service gegeben, verwende das beste Öl, kontrolliere es regelmäßig und wenn man das Ding dann streichelt mit dem Gasfuß, dann trägt er einen eigentlich auch überall hin. Und das alles bei dieser Radreifenkombination von einem 16 Zoll Reifen mit 75er mal 225 Bereifung lässt sich das dann auch problemlos mit 100 km/h im Verkehr mitschwimmen, ohne dass die Drehzahl zu hoch ist. Also die Drehzahl vom AAZ liegt dann ungefähr bei 3400, wenn ich ungefähr 100 km/h fahre. Genug Power fürs Gelände ist sowieso da. Das reicht vollkommen aus. Und da geht es eigentlich auch immer weniger um Power, sondern mehr um gescheites Fahren und um einen vernünftigen Gasfuß. Ja, sonst sind wir hier noch ausgestattet mit einer Anhängerkupplung, die ich auch schon 1, 2 Mal gebraucht habe und das macht er auch echt gut. Also habe ich vielleicht einen 750 Kilo Anhänger mitgezogen oder sonst was. Eine Arbeitsleuchte, die reinspringt, wenn ich einen Rückwärtsgang reinmache. Und so sieht das Ganze dann von hinten aus. So sieht das Ganze hinsichtlich des Motors aus. Wenn ihr noch Fragen zum Motor oder zur Radreifenkombi habt, gerne in die Kommentare damit. Und das sind jetzt eigentlich so die wichtigsten fahrrelevanten Eigenschaften in der Konstellation. Die Höherlegung ist tatsächlich nur erfolgt durch ein paar Distanzplatten, die da drin sind. Das ist auch so eingetragen.
Dann muss man zur Optik noch sagen, sind Distanzscheiben verbaut, dass die Räder ein bisschen weiter außen stehen und nicht so nach innen. Und zur Radreifenkombination hatte ich die Größe ja schon gesagt. Und das ist dann auch die schönste und maximalste Größe, die man auf einen 14 Zoll Synchro mit den Standardschwingen packen kann, also mit den Standard-Achsschenkeln. Komm mal bitte hier rein. Und ist natürlich alles eingetragen und so abgenommen. Ich möchte mal ganz kurz zeigen, wie viel Platz da noch, wenn man das so sehen kann, zwischen Reifen und Schwinge ist. Das ist so ein Zentimeter ungefähr, ein bisschen weniger. Aber passieren kann da nichts. Es gibt keine Möglichkeit, dass das Rad irgendwie an die Schwinge drankommt, außer die Schwinge bricht und da müsste es schon arg heftig zugehen. Ja. Was könnten wir noch zeigen? Was könnten wir noch zeigen? Wir hatten die Sitzbank, wir haben das Cockpit, wir haben das Dach, wie man das Dach öffnet, wir haben hinten reingeschaut, wir haben uns den Motor angeschaut. Ich würde sagen, wir haben so ziemlich alles erledigt, was man zeigen konnte. Komplette Roomtour. Schön ist einfach noch, er hat auch Schiebefenster links und rechts. Das ist während der Fahrt ganz angenehm. Vorne hat er die Ausstellfenster. Ja, alles in allem von der Optik her ist das so der Bus, wie ich ihn mir eigentlich immer gewünscht hatte. Und ich bin wirklich sehr zufrieden mit dem Ding. Auch, wie gesagt, der AAZ-Motor in dem Auto würde ich wesentlich lieber verwenden, vor allem wenn es mal auf eine weite Reise geht. Da ist wirklich das Wissen über die Motoren in den Werkstätten dieser Welt am breitesten gefächert. Wenn man jetzt mit einem Wasserboxer natürlich irgendwo in der Pampa liegen bleibt, findet man schon mal schwieriger Hilfe. Jetzt mal aus Sicht der Leute, die jetzt nicht unbedingt selber schrauben können. Aber auch wenn man selber schraubt, ist natürlich ein Turbodiesel jetzt auf der Piste zu reparieren, wenn mal irgendwas daran kaputt ist, ein bisschen besser als ein Wasserboxer. Die Wasserboxer finde ich auch super. Richtig schöne Motoren, machen Spaß, wenn sie laufen. Aber wenn es darum geht, dass das ein Expeditions- und Reisefahrzeug ist und es auch mal nach Marokko geht oder sonst wohin, würde ich immer einen Turbodiesel bzw. einen TDI empfehlen. Okay. Ja, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Einblick ins Fahrzeug bekommen. Wir werden das Video jetzt abschließen mit noch ein paar schönen Detailaufnahmen, ein bisschen zusammengeschnitten, ein bisschen Musik drunter gelegt, dass man einfach nochmal das Fahrzeug für sich anschauen kann. Und ich bin an der Stelle raus. Ich denke mal, ich habe genug gequatscht. Ich bedanke mich nochmal fürs Zuschauen. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da, schreibt einen Kommentar, solange er nett ist. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Bleibt dran für ein paar schöne Nahaufnahmen und bis zum nächsten Mal. Ciao.